Autos sind ein Heilmittel, Lösung für alles. Die ist langweilig? Pam. Kauf dir ein Auto und fahr durch die Streets. Du bist traurig? Boom. Kauf dir ein Auto und hör dazu Celine Dion's All By Myself an, während du heulst und die Scheibenwischer betätigst, aber sich nichts tut, weil der Regen einfach nicht vom Scheibenwischer verschwindet. Du bist verunsichert, weil du einen kleinen Ding-Dong hast? Meister? Puff. Kauf dir ein Auto und brüst dich mit seinen Attributen, weil, seien wir mal ehrlich, für deinen Charakter interessiert sich sonst eh keiner. Als Kind wollte ich immer Auto fahren und ich machte immer diese wilden, behinderten Gestikulationen, damit meine Eltern mit mir fahren. Aber die dachten sich auch wahrscheinlich nur, was ist denn mit dem los? Will der gleich noch Hokage von fucking Deutschland oder was? Spaß, die gucken kein Dragon Ball. Und natürlich konnte ich es kaum abwarten, irgendwann mal selbst Auto zu fahren, aber naja, falls ihr zufällig auch rechnen könnt, dauert es als kleiner Pisser ja gefühlt 10.000 Jahre, bis man mal fahren darf. Doch haben wir nicht ein Glück, dass wir in einer modernen Welt leben und gesegnet worden sind von diesem Geschenk, welches sich Videospiele nennt. Denn die waren es, die die Zeit zu meinem Führerschein enorm verkürzt hatten und mir dabei Freude bescherten. Und nicht du nichtsnutziges Spielzeugauto. Nach 5 Metern kann man dich nicht mehr steuern. Spieleentwickler stehen immer wieder vor der Frage, wie sie ihr Game Design aufwerten oder auffrischen können. Manchmal sind es neue Bewegungen bzw. Utensilien, die deine Bewegung erweitern, wie zum Beispiel ganz aktuell Enterhaken, wobei man sich in der Filmindustrie ja anscheinend auch daran bedient hat. Und manchmal sind es Statusveränderungen, nach denen kein verdammtes Schwein gefragt hat. Doch stell dir vor, du kannst mit deinem neuen Spielelement nicht nur mehr Tiefe und Variation einbauen, sondern eine breitere Zielgruppe ansprechen. Oh hey Leute, wie wär's, wenn euer Charakter in einer voll zugänglichen Welt hacken kann und die Gegner mit eingebauten Klingen im Arm einfach aufschlitzt? Und wie wär's, wenn, by the way, I don't know, ihr noch der fucking Knight Rider sein könntet? Denn wir haben noch ein schickes Auto für euch. Offensichtlich rede ich hier nicht von Spielen wie Need for Speed, Forza oder Gran Turismo, die sich auf das Autofahren limitieren. Und das sind ja Rennspiele, du Idiot. Gib mir meinen Finger. Ich rede von Autos, die dem Spieldesign auf die Sprünge helfen, wie zum Beispiel bei Uncharted. Du hast Schießereien gegen Söldnerarmeen und kommst irgendwie damit durch. Du kletterst wie ein Lebensbrüder, dem jegliche Konsequenzen egal sind. Und danach hast du einen ruhigen Moment zum Durchatmen und einen Dialog zwischen den Charakteren, wo Nathan dann immer sagt, puh, das war aber ganz schön knapp, oder? Man nehme nun diesen ruhigen Moment und pack dein Auto rein und zack, hast du einen gemütlichen Roadtrip auf fucking Madagaskar. Oder eine Hollywood-reife Verfolgungsjagd und das mit der simpelsten Steuerung überhaupt. Bei Arkham Knight allerdings... Oh boy. Das Batmobil trägt kaum zur schnelleren Reise bei, weil die Flugmechanik mit dem Anzug schon so ausgereift war. Weshalb der Wagen dazu missbraucht wurde, dass das Spiel mit langweiligen, öden Aufgaben gestrickt wurde. Blach. What the fuck, Mann? Ich habe keine Lust, auf dem gammeligen Dach zu rangieren und 10-mal runterzufallen, weil ihr euch nichts Besseres habt einfallen lassen. Und wieso habe ich diese langweiligen Panzerkämpfe, die wie ein 3D-Rip-Off von einem Arcade-Game wirken? Und man diese Kämpfe nicht nur einmal hat, sondern mehrmals hintereinander. Und als wäre das alles nicht genug, entscheidet sich Rocksteady dazu, Deathstroke, einen der coolsten Bösewichte überhaupt, als größeren Panzer hinzuklatschen und dann, wenn der Kampf gewonnen ist, er einmal auf die Fresse kriegt und das war's. Tun wir jetzt so, als ob er keine Waffe tragen würde? Oh, warum macht ihr das so, Rocksteady? I don't understand. I don't understand. Bitch. Bei Final Fantasy XV wurde das Auto für die ruhigeren Momente benutzt, wo du die Spielumgebung genießen und den anderen näher kommen sollst. Und da es nicht für krasse Verfolgungsjagden vorgesehen war, war die Steuerung auch dementsprechend sehr steif. Aber komplett gegensätzlich bauten sie dann dieses freie Gameplay-Element wie das Fliegen ein, was für mehr als ein beschissenes Dungeon zu nichts gut war. Und wenn man mit dem Drecksteil landen wollte, was sowieso schon schwer genug war der selbst mal quasi schon vorprogrammiert. Vielleicht muss man nur bedenken, dass das Fliegen hier nur ein Gimmick war, aber wenn man sich an Jak 2 zurückerinnert, hatte es fliegende Autos als hauptsächliches Fortbewegungsmittel eingebaut und man konnte zwar ganz gut Sachen machen, aber selbst Naughty Dog hat zu Jak 3 normale Autos eingebaut, weil es einfach viel cooler war. Und weil sie so sehr Gefallen an dem Feature hatten, hatten sie nebenbei noch das geilste Rennspiel überhaupt entwickelt, was aber nicht genug Leute gespielt haben. I'm just saying. Gebt mir Variation und wirklich präzise Steuerung, wenn ihr das Fliegen einbaut. Designt die Welt und das Gameplay auch mal so, dass man mit den Teilen mehr experimentieren kann.
Bei GTA war der Fliegencheat zwar nett, aber weil das Handling von den Autos so geil war ich nach 5 Minuten schon wieder auf dem Boden. Ich spiele zwar kein GTA 5 mehr, aber als ich Red Dead 2 gespielt hatte, brachten mich die realistischen Aspekte des Spiels so sehr dazu, das Autofahren zu vermissen, dass ich mir dachte, hey Rockstar, ich weiß, das gehört hier eigentlich gar nicht rein, aber könntet ihr vielleicht einen Porsche Taycan reinpatchen, weil ich habe keine Lust bis GTA 6 zu warten. Ich finde, das Interessante an Autos in Videospielen ist ja, dass die einfache Steuerung Leute anziehen kann, die gar keine Ahnung vom Zocken haben. Und dass ohne sie Watch Dogs bei mir sofort in der Mülltonne gelandet wäre. Kanntet ihr das nicht auch, wenn dir jemand zusieht und die dann meinten, hey cool, lass mich auch mal. Und du dann sagst, ja, kein Problem. Aber du dann auch sagst, ja, warte einen Moment, ich suche dir ein Auto, dann kannst du machen, was du willst. Weil höchstwahrscheinlich deine Cousine, dein Vater oder fucking Doofy in der Lage sein müssen, deinen Charakter zu steuern. Und hoffst, dass 2 Knöpfe zu bedienen sie nicht überfordert. Und das Bremsen übernehmen dann die Hindernisse und die anderen Autos. Oder du übst für deinen Anhängerführerschein, weil du nicht genug Fahrstunden hattest und rasierst am nächsten Tag die Fahrprüfung. Danke GTA. Wie sieht's denn bei euch aus? Wo fandet ihr Autos besonders gut oder sehr schlecht umgesetzt? Schreibt es doch mal. Hey guys, ich komme vom Ghost of Tsushima Review und das Video, das ihr jetzt seht, das haben wir schon viel vorher gedreht und wir hatten auch eigentlich ein anderes Ende. Aber ich wollte das Video dazu nutzen, einfach mal Danke zu sagen für die Zusprüche, die ihr uns auf den Weg gegeben habt. Wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite. Das weiß Alex noch nicht, wir machen eine Facebook-Seite. Machen wir das? Ja, wir machen eine Facebook-Seite, hier, dann steht das irgendwo drauf. Und Instagram haben wir auch, da könnt ihr auch folgen. Twitter haben wir übrigens auch. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren, liken, das steht hier auch irgendwo. Ja genau, wir haben 100 Abos geknackt nach dem The Last of Us Review, das war auch sehr geil. Dankeschön dafür. Wobei wir wahrscheinlich zum Zeitpunkt dieses Videos 1 Trillion Abos haben. Oder? Ach ja, das darf ich euch eigentlich gar nicht sagen, aber Alex hat mir gesagt, beim nächsten Video, beziehungsweise das erste Video, das 1000 Likes hat, wird ihn dazu bewegen, seinen Job zu kündigen. Also ich will euch ja hier nichts aufbinden, aber ne, macht den bitte arbeitslos. Und ja, genug gelabert, macht's gut, ciao.